Heute fahren wir zum ersten Mal mit unserem Elektroauto in den Urlaub. Man sieht, der Kofferraum ist gut beladen. Man könnte meinen, wir fahren 3 Wochen weg, aber wir fahren nur eine Woche nach Wangerooge. Und nicht nur der Kofferraum ist voll, auch der Akku. Zum ersten Mal haben wir die Batterie auf 100% vollgeladen. Im Alltag laden wir sie immer nur auf 80%, um den Akku zu schonen. Aber jetzt heute ist sie mal bei 100% und der Bordcomputer zeigt uns eine Reichweite von 431 Kilometer an. Das wird nicht reichen für unsere Urlaubsfahrt, denn wir fahren nach Harlesiel, um von dort aus überzusetzen nach Wangerooge. Das sind knapp 250 Kilometer hin und zurück, also knapp 500. Das werden wir nicht schaffen mit einer Akkuladung, also wir müssen definitiv unterwegs laden. Und wir haben uns dafür ausgesucht IKEA in Oldenburg, denn wir wollten ohnehin mal wieder ins IKEA-Einrichtungshaus und ein paar Sachen einkaufen. Und die IKEA-Einrichtungshäuser haben alle Ladestationen vor der Tür, wo man kostenlos laden kann. Ich hoffe also, dass wir heute dort einen freien Platz bekommen und dann schön auf 80, vielleicht 90% wieder den Akku aufladen können. Ich werde berichten von unterwegs, ob es klappt. Hier stehen wir nun vor dem IKEA Oldenburg. Knapp 2 Stunden haben wir gebraucht für die Fahrt, 160 Kilometer von Münster nach Oldenburg. Das liegt daran, dass relativ viel Verkehr war und auch zwischendurch tatsächlich eine ganze Menge Baustellen. Dadurch war der Durchschnittsverbrauch dann allerdings auch relativ niedrig, unter 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, zeigt er mir an. Und wir haben jetzt hier an der Ladestation den Akku wieder hochgeladen auf 100%. Wir waren runter auf 59%, als wir hier ankamen. Kurz noch zu den Bedingungen. Wir hatten eine Außentemperatur von 13 Grad ungefähr, 12 bis 14 Grad. Es war trocken, kein Regen. Und ich bin die ganze Zeit im Eco-Modus gefahren, das mache ich immer. Und von der Geschwindigkeit her eben viel 80 durch die Baustellen, zwischendurch mal hoch bis 130, 135, viel schneller bin ich nicht gefahren. Ja, jetzt haben wir den Akku eben wieder auf 100%. Hier das Laden hat super geklappt bei IKEA. Wir waren knapp 3 Stunden drin. Man findet dann ja doch immer mehr, als man vorher dachte. Wir dachten eigentlich, wir bräuchten nur ein paar Kleinigkeiten. Aber so ist das bei IKEA. Ein bisschen gegessen haben wir auch noch. Ja, und jetzt sind alle Plätze hier belegt. Einer fährt gerade los, aber alle 4 Plätze waren gerade belegt. Als wir ankamen, war nur einer belegt. Da waren wir ganz glücklich, dass wir einen Platz gefunden haben an der Ladesäule. Und ich habe mich für den Wechselstrom entschieden. Obwohl der Gleichstromlader mit 20 kW auch frei gewesen wäre, habe ich den Wechselstromlader genommen. Und da hat er dann mit ungefähr 10 bis 11 Kilowatt geladen, als wir hier standen. Ich dachte mir einfach, das ist akkufreundlicher mit Wechselstrom zu laden. Und es war ja genug Zeit jetzt. Wie gesagt, wir sind wieder hoch auf 100% Akkuleistung. Und jetzt fahren wir weiter nach Harlesiel. Angekommen in Harlesiel auf dem Parkplatz. Und ungefähr 80 Kilometer habe ich zurückgelegt. Und es war eine Mischung aus Landstraße und Autobahn. Und man sieht, jetzt sind wir noch bei 80% Akkuladung und 346 Kilometer umgerechnet als Reichweite. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, ohne aufladen zu müssen, dann nach Hause kommen in einer Woche. Ich bin mal gespannt, ob er etwas Akkuladung verliert, während er hier steht. Eine Sache wollte ich noch zeigen. Kann ich das zeigen gerade? Nee, wo haben wir es? Ich wollte noch zeigen, ganz interessant fand ich. Hier kann man sich ja anschauen, welche verschiedenen Verbraucher denn wie viel verbraucht haben. Jetzt ist der Wert hier gerade sehr verrückt, was daran liegt, dass ich nur sehr kurze Distanz hier gefahren bin, um den Parkplatz zu suchen. Aber bei der längeren Strecke vorhin sah das Verhältnis ganz anders aus. Nur 1% ging auf die Klimaanlage und ich glaube 96% auf den Fahrbetrieb. Also die Klimaanlage hat auf der Strecke hierher fast gar nichts ausgemacht. Wie gesagt, ungefähr 13 Grad draußen, die Klimaanlage auf 21 Grad. Da zieht sie fast nichts. So, jetzt ist erstmal eine Woche Wangerooge angesagt. Da hinten steht übrigens ein Tesla Model S, sehe ich. Auch schön.
Eine Woche Wangerooge angesagt und dann melde ich mich nochmal von der Rückfahrt oder nach der Rückfahrt. Kleiner Sprung durch Raum und Zeit. Wir sind wieder in Münster, der Urlaub ist vorbei. Während der Woche auf Wangerooge habe ich versucht, das Auto das ein oder andere Mal zu erreichen, um den Akkustand zu überprüfen und generell zu sehen, ob noch alles in Ordnung ist mit dem Auto. Das hat die ersten Tage gut geklappt. Dann plötzlich habe ich mehrfach keine Verbindung mehr zu dem Auto hinbekommen. Ich habe da keine Erklärung für. Jedes Mal, wenn ich über die OFO-App versucht habe, das Auto zu erreichen, dann habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das Auto nicht geantwortet hat. Das finde ich etwas merkwürdig, weil ich könnte noch mir vorstellen, dass das Auto in einem Funkloch gestanden hat, aber das Auto hat ja seinen Platz nicht verändert, hoffe ich zumindest. Und von daher kann es ja eigentlich nicht in ein Funkloch geraten sein. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls hat das nicht geklappt für ein paar Tage. Dann am Ende des Urlaubs hat es wieder geklappt. Und als wir dann zurückkehrten zum Auto, habe ich natürlich direkt geschaut, wie ist denn der Akkustand jetzt? Und tatsächlich unverändert 80%. Da hat sich also nichts getan, was bedeutet, in einer Woche auf dem Parkplatz rumstehen, hat sich der Akku nicht selbst entladen in irgendeiner Form. Damit wussten wir auch, wir würden die Heimfahrt schaffen. Die knapp 250 Kilometer müssten locker drin sitzen mit dieser Akkuladung. Und so haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Wir hatten diesmal wesentlich weniger Verkehr als auf dem Hinweg. Auch weniger Baustellen gefühlt. Und konnten deswegen auch schneller fahren. Bin tatsächlich auch das eine oder andere Mal 140, 150 gefahren. Wir haben wieder einen kleinen Umweg gemacht über Ikea in Oldenburg. Da gab es 2 Regale, die wir bei unserem ersten Stopp auf dem Hinweg nicht bekommen hatten. Und diesmal haben wir sie bekommen. Wir waren allerdings nicht so lange drin bei Ikea diesmal. Und ich habe die Zeit wieder genutzt, um das Auto noch ein bisschen aufzuladen. Diesmal aber nur 6%. Also wie gesagt, das war keine lange Ladepause. Wir sind dann mit 14% Rest-Akku-Ladestand in Münster angekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass wir das Auto so weit runtergefahren haben. Und vor allen Dingen hatte ich vorher nie nachgerechnet, wie viele Kilometer sind das eigentlich, 14%. Und es waren unter 50 Kilometer Restreichweite, die uns das Auto angezeigt hat. Und da war ich dann schon überrascht. Da machte sich bei mir so ein bisschen Reichweitenangst, die berühmte Reichweitenangst der Elektroautofahrer bemerkbar. Obwohl das natürlich Schwachsinn war, denn ich wusste ja, dass wir zu Hause laden können. Allerdings muss ich schon sagen, wenn wir unterwegs gewesen wären und hätten irgendwo an einer Autobahnraststätte laden müssen, dann hätte ich bei einer Anzeige unter 50 Kilometer schon so ein bisschen kalte Füße bekommen. Dann kann ja immer mal sein, dass eine Ladesäule nicht funktioniert und dann muss man weiterfahren zur nächsten womöglich. Wo findet man die? Also ja, es ist nicht ganz rational, aber so ein bisschen Reichweitenangst hatte ich an der Stelle. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir den Akku so weit runterfahren würden. Woran lag das? Lass uns die Verbrauchswerte mal anschauen und auch zu einem kleinen Rätsel kommen, wo ich noch keine Erklärung für habe. Hier seht ihr eine Übersicht der Daten und zunächst die Daten, die ich während der Fahrt aus dem Bordcomputer abgelesen habe. Also es geht hier um State of Charge, also Akkuladestand, und der wird ja immer in Prozenten angezeigt. Also er wird auch in Kilometern angezeigt, Restreichweite, aber ich habe mir hier die Prozentdaten angeschaut. Aber zunächst mal Hinweg, Rückweg, seht ihr, ist identisch, 248 Kilometer. Wir sind ja identische Strecken gefahren, inklusive jeweils eines kleinen Abstechers zu Ikea in Oldenburg. Und auch die Bedingungen waren nahezu identisch. Wir hatten jedes Mal 3 Personen im Auto, gleiche Menge Gepäck. Wir hatten etwas mehr Gewicht auf dem Rückweg, dadurch, dass wir eben bei Ikea was eingekauft haben. Aber das war wirklich nicht viel. Die Außentemperatur war relativ konstant zwischen 12 und 14 Grad auf Hin- und Rückweg. Wir hatten Sommerreifen drauf, Eco-Modus. Variablen waren vielleicht Wind, das weiß ich nicht, den haben wir nicht gemessen und auch nicht angeschaut in der Wettervorhersage. Und die Geschwindigkeit war natürlich ein Unterschied, das sieht man ja auch hier.
mit 90 km/h im Schnitt auf dem Rückweg und 86 km/h im Schnitt auf dem Hinweg. Ich hätte sogar gedacht, dass der Unterschied noch größer gewesen wäre und ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass wir doch ein wenig eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt hätten auf beiden Wegen. Allerdings war eben auch ein Teil Landstraße, Teil durch Städte und viele, viele Baustellen, das habe ich ja gesagt, wo man teilweise nur 60 oder 80 km/h fahren durfte und auf dem Hinweg hatten wir sogar auch ein klein bisschen Stau. Also, der abgelesene Verbrauch auf dem Hinweg war dann also 61%. Wenn man das umrechnet mit der Akku-Gesamtkapazität von 64 Kilowattstunden, die der Kia e-Niro hat, kommen wir also auf einen berechneten Verbrauch von 39 Kilowattstunden. Auf dem Rückweg 72%, entspricht 46,1 Kilowattstunden. Das ist ein Mehr von 18% auf dem Rückweg. Also 18% mehr Verbrauch durch hauptsächlich die höhere Geschwindigkeit. Eine ganze Menge, aber wir sind auch wirklich teilweise deutlich schneller gefahren. Das muss man schon sagen. Sieht man also, wie stark sich die Geschwindigkeit auswirkt. Nun wird es aber interessant und nun komme ich zu dem Rätsel, was ich eingangs erwähnte. Wenn wir uns jetzt anschauen, was zeigt denn die Verbrauchsanzeige des Infotainments an im Nachhinein. Und da sieht man hier, dass die Strecken aufaddiert wurden für die jeweiligen Daten und dass wir auf dem Hinweg einen Durchschnittsverbrauch von 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hatten und auf dem Rückweg von 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Interessanterweise ist das nur ein Unterschied von 7%. Also nach diesen Werten hätten wir nur 7% mehr verbraucht auf dem Rückweg als auf dem Hinweg. Es liegt daran, dass der berechnete Verbrauch auf dem Hinweg tatsächlich etwas höher ist, wenn ich mit diesen 16,6 Kilowattstunden rechne, nämlich 41,2 Kilowattstunden. Ich habe es eben mit den 248 Kilometern Distanz multipliziert. Und auf dem Rückweg wäre er aber niedriger, als ich ihn abgelesen habe aus dem Akkuladestand während der Fahrt, also 44,1 Kilowattstunden. Woran das liegt? Keine Ahnung. Man kann natürlich sagen, da gibt es gewisse Rundungsfehler, Rundungsdifferenzen. Die können aber nach meinem Dafürhalten nicht so groß sein, dass es so einen großen Unterschied hier erklären würde. Also vielleicht habe ich hier auch irgendwie einen Denkfehler. Wenn ihr meinen Denkfehler durchschaut, dann schreibt gerne in die Kommentare hier unter das Video. Würde mich sehr interessieren, wenn ihr eine Idee habt, warum die Daten hier so unterschiedlich ausfallen, die ich ja beide aus dem Bordcomputer des Kia e-Niro abgelesen habe. Was ist denn nun mein Fazit dieser ersten Langstreckenfahrt mit der Familie? Ich möchte zunächst mal nochmal auf die IKEA-Ladesäulen eingehen, denn die haben die ganze Reise wirklich sehr entspannt gemacht für uns. Wir haben ja sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg dort einen Stopp gemacht. Auf dem Hinweg haben wir relativ viel geladen, auf dem Rückweg nicht viel. Aber dieses Laden auf Kosten des Hauses bei IKEA finde ich wirklich super. Wir haben ja auch was eingekauft, deswegen habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, dass wir dort kostenlos Strom geladen haben. Die Ladesäulen funktionieren so, dass man dort bei IKEA in Oldenburg zumindest 2 Ladesäulen hat mit 4 Parkplätzen davor. Und jede Ladesäule hat 3 Stecker, 3 Anschlussmöglichkeiten. Einmal Wechselstromladen mit Typ 2 Stecker mit, ich glaube, maximal 22 Kilowatt Ladeleistung. Dann ein CHAdeMO-Stecker. Das ist für unser Fahrzeug, den Kia e-Niro, ja völlig irrelevant. Und dann noch ein CCS-Ladestecker mit maximal 20 Kilowatt Ladeleistung. Den hätte ich gerne mal ausprobiert. Das ging aber nicht, weil auf dem Rückweg, als ich ihn ausprobieren wollte, waren leider alle Plätze mit Gleichstromlademöglichkeit schon ausgebucht. Sie waren besetzt. Darum musste ich sowohl auch auf dem Rückweg Wechselstrom laden. Auf dem Hinweg hatte ich das ja noch bewusst gemacht. Ja, die Säulen sind populär, haben wir gemerkt. Es waren Schulferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Das kann natürlich eine Rolle spielen dafür, dass es voll ist dort. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Samstag auch schwierig wird, dort freie Plätze zu bekommen an den Ladesäulen. Tja, vielleicht baut IKEA da mal aus, das wäre toll. Ja, durch dieses Nachladen bei IKEA war unser Trip sehr entspannt und wir haben keinmal an einer normalen Ladesäule geladen. Aber, das muss ich natürlich auch dazu sagen, so ein Urlaubstrip mit Besuch bei IKEA ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Das machen wir normalerweise nicht, dass wir bei IKEA vorbeifahren, wenn wir in den Urlaub fahren.
Und deswegen war es ein bisschen atypisch. Es war auch nicht ganz typisch, dass wir nicht so viel Gepäck dabei hatten. Es war eben nur eine Woche auf Wangerooge. Und dadurch, dass wir das Auto abstellen mussten auf dem Festland und dann auf die Fähre mussten, konnten wir gar nicht so viel Gepäck mitnehmen. Es konnte nur jeder einen Koffer mitnehmen. Normalerweise sind wir gut darin, viel zu viel Gepäck mitzunehmen, aber diesmal hatten wir eine natürliche Beschränkung. Und es war auch eine vergleichbar kurze Distanz, die wir zurückgelegt haben. Insgesamt knapp unter 500 Kilometern. Das ist natürlich nicht so viel. Wenn man jetzt von uns aus in die Alpen fahren würde, würden wir schon über ganz andere Distanzen reden. Dennoch, es hat alles gut geklappt. Somit war der erste Familientrip ein Erfolg. Und das Fahrerlebnis war auch sehr positiv. Ich möchte da zwei Dinge hervorheben. Einmal, das Auto ist einfach leise, gerade im Vergleich zu dem Opel Zafira, den wir vorher hatten. Natürlich, wenn man in höhere Geschwindigkeiten reinkommt, 130, 140, dann werden die Windgeräusche sehr stark. Aber in den Geschwindigkeiten, in denen wir hauptsächlich gefahren sind auf dieser Fahrt, 80 km/h in den Baustellen, 100 km/h auf Landstraßen, in den Bereichen ist der Kia e-Niro wirklich leise, finde ich, und man kann sich toll unterhalten. Man muss sich nicht anschreien, wie teilweise in dem Opel Zafira bei höheren Geschwindigkeiten. Der zweite sehr positive Aspekt ist für mich sind die Fahrassistenzsysteme, der adaptive Tempomat in erster Linie. Wenn man auf der Autobahn fährt, in dichtem Verkehr, dann kann es ja immer mal sein, dass der Vordermann recht plötzlich bremst, weil wiederum sein Vordermann vielleicht bremsen musste. Das heißt, man muss ja aufpassen wie ein Luchs normalerweise. Das fand ich über längere Strecken immer sehr, sehr anstrengend, wenn wir mit dem Opel Zafira unterwegs waren. Jetzt mit dem adaptiven Tempomaten kann man sich tatsächlich auf den Tempomaten verlassen. Der bremst, wenn der Vordermann bremst. Der hält immer einen schönen Abstand, wie man den Abstand einstellt. Es gibt ja 4 Abstandsstufen. Das heißt, er hält wirklich immer schön, er saugt sich sozusagen in den Vordermann ran und folgt dem. Das heißt aber auch, wenn der Vordermann bremst, bremst das Auto auch. Das, finde ich, bedeutet, dass man nicht so aufmerksam sein muss wie ohne diesen Tempomaten, und dadurch finde ich das Fahren sehr, sehr viel entspannter. Insgesamt also ein gelungener erster Langstreckentrip. Ich bin gespannt, wie es dann vielleicht im nächsten Sommerurlaub wird, wenn wir etwas länger wegfahren und auch eine längere Strecke. Ich werde berichten. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.